Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Gespräch. Ich habe heute eine junge Frau namens Lia bei mir zu Gast, die eine wirklich außergewöhnliche Geschichte zu erzählen hat. Denn sie behauptet von sich, eine extraterrestrische bzw. kosmische Botschafterin zu sein und auch Teil eines größeren Hybridprogramms, das wiederum zur Bewusstseinsentwicklung der Menschheit dienen soll. Das heißt, ich versuche das mal jetzt mal in meinen Worten zusammenzufassen, damit es vielleicht auch für die Zuschauer, weil das ja wirklich, finde ich, ein sehr, sehr wichtiger Aspekt ist. Seit dem letzten Jahr, also seit dem März 2023, gibt es diesen Wall, diese Lunarmatrix, diese Mondmatrix, die bis dato verhindert hat, dass eben bestimmte Energien und bestimmte Bewusstseine auf die Erde kommen können. Die ist sozusagen weg. Und seitdem, oder Nicht ist, komplett, nein. aber sie ist löchriger geworden, Von, oder? ja, ja, man kann sich das vorstellen. Die Lunar Matrix ist wie eine Membran Mhm. und sendet Störinterferenzen auf dem Planeten. Und das Ja, hat einen Effekt auf unseren Frequenzmesser. Wenn Störinterferenzen kommen genau. und unser Gehirn ist ein Frequenzmesser, werden diese Störinterferenzen einen Effekt haben auf das, was das Gehirn übersetzen kann. Also was wir Und was hier wahrnehmen passiert, letztendlich. Ja? Also genau, unsere Wahrnehmung ist korrekt. damit eingeschränkt oder verzerrt oder, ne? Richtig, Okay. richtig. Und wenn man sich das vorstellt, ist das wie ein Wall. Und in der Membran sind die ganzen Störinterferenzen. Ja, Und was wir gemacht haben auf der anderen Seite ist, eine Art Portal zu bauen, das für die, die es möchten, für die, die bereit sind, ihre Seele wie eine Art Torusfeld in ja, sich ja, hineinziehen können. Das heißt, der Wall ist vorhanden, er ist nicht gebrochen, aber mit der Entscheidungskraft der Seele aufzuwachen und die Erinnerungen aus anderen Leben und aus kosmischen Strukturen hier verfügbar zu machen, ist jetzt möglich, weil wie ihr sendet eine Art Frequenz an eure Seele in die höheren Räume und eure Seele antwortet und baut eine Frequenz durch die Störinterferenzen durch direkt zu euch und in euch hinein, was euch ermöglicht, das Bewusstsein zu haben. Das sind wie kleine Torusfelder, wie Wurmlöcher, mhm. die hier von den höheren Ebenen in den Menschen, in die menschlichen Inkarnationen hineingehen. Und die Lunar Matrix ist trotzdem noch da und vollständig aktiv. Aber die eigene Matrix verändert sich. Und damit Mhm. gibt es jetzt mehr und mehr Seelen auf dieser Erde, die nicht mehr von der Lunar Matrix im Effekt sind, weil die eigene Sichtweise beginnt dominant zu werden. Und zwar nicht die eigene Sichtweise, Ja, sondern die eigene Sichtweise, die der Seele beginnt, ja. den Menschen aufzuwecken. Also könnte man hier wirklich von einer Aktivierung auch der Herzqualitäten sprechen, ja, weil ne, die Seele, die wirkt ja auch sehr stark über dieses Herz, die fühlt ja auch sehr viel. Und Genau. mich würde mal interessieren, klar, wenn es so eine Matrix gibt, kannst du oder darfst du oder kannst du was darüber sagen, wer die erschaffen hat und mit welchem Grund, warum es Ja. sowas überhaupt gegeben hat? Aus deiner Warte, die du jetzt mit einem ganz anderen, sag ich mal, wie du sagst mal, Setup, also mit sozusagen, du bist mit ganz anderen Startbedingungen hier angetreten, ist es natürlich einfacher, wenn du diesen von deinem Bewusstsein her diesen großen Blick hast, als jemand, der jetzt ein bisschen schon länger hier inkarniert ist in diesem Seelengefängnis, vieles vergessen hat, sich gar nicht der Sachen bewusst ist und jetzt sitzt er hier und hat so tief das Opferbewusstsein verinnerlicht, ähm, dass er sich das vielleicht anhört und sagt, klingt alles toll, was du sagst, aber wie soll ich das hinkriegen? Weil meine Realität zeigt mir jeden Tag was anderes. Also das ist der Punkt, warum ich da so ein bisschen drauf Ja. rumreite. Wir müssen das jetzt hier auch nicht Und ich, versuchen, aber du kannst gerne noch was dazu sagen, aber ich will nur sagen, das ja, ist für bitte, viele, glaube ich, ein bitte. großes Problem. Und Ja, ich glaube, das ist auch ein ja. Grund, warum sich viele zu Beginn erstmal der Spiritualität oder dieser esoterischen Lehren zuwenden, weil sie hoffen, da, sage ich mal, etwas zu bekommen, was ihnen hilft, sich zu stabilisieren. Ich habe darüber auch schon eine ausführliche Folge gemacht. Ich habe es die Esoterik-Falle genannt, die, Ja. die leider aus meiner Sicht, ich habe es damals gesagt, viele Menschen sind immer traumatisiert und die Esoterik, wie sie heute verstanden wird, man muss es sehr vorsichtig sagen, weil es uns wieder triggert, dient bei vielen dazu, sich zu stabilisieren, was erstmal grundsätzlich völlig okay ist, aber das ist nur der erste Schritt. Wenn man sich dann aber dann an diese Richtig. Konzepte klammert, dann bleibt man in seiner Bewusstseinsentwicklung einfach stecken. Und das ist dann aus meiner Sicht dann auch die Falle. Richtig. Ja, also das Ja. nochmal dazu.